Unreal Engine 5.1. Ja, dann hau raus, machen. Was ist denn das für ein Satz? Ja, komm, was wir. Hä? Achso, zack, zack. Okay, dann ist die große Frage, das lassen oder einfach auf den hier schalten? So ist eigentlich besser, dann bleibt immer alles stehen. The first major update for Unreal Engine 5 just released called 5.1, and it is a huge deal. The reason why is one word, and that is foliage. Since Unreal Engine 5 came out, it introduced a revolutionary new way of rendering geometry called nanite. To briefly sum up nanite, every object you see in computer graphics is composed of tiny flat planes of geometry called polygons. And the more polygons you have in your environment, the longer it will take to render. This is why video games have developed a system called level of detail, or LOD for short. The further away an object is from the camera, the less polygons it will use to render that object. This makes games run faster since there's less polygons that have to be rendered. But it is very time consuming to create all those LODs. Aber das finde ich halt krass, dass du, wie das ja gesagt wird, je weiter du halt weggehst, desto weniger brauchen die. Aber mit der Unreal Engine 5.1 ändern die ja im Grunde das komplette System darin, ne? Das ist halt schon krass. Und die macht es halt deutlich einfacher, Spiele zu entwickeln. Replaces LODs because it uses dynamic level detail. This means you can have an object with millions of polygons without any LODs because polygons dynamically deform, lowering the amount of polys on an object. A good example of nanite in use is this desert. If I come up to lit, nanite, triangles, we can see nanite in action. Every color is an individual polygon, and there are millions of them, without a single LOD being used. The biggest issue with nanite is that it did not work with foliage. This means we still have to rely on level of detail for foliage like shrubs, grass, and trees. Trees generally use billboards as the lowest level of detail. Der letzte Baum sieht halt einfach aus. So sahen die Bäume früher in Spielen aus und dann waren die gut. Das ist schon krass, wie weit das halt alles so ein bisschen fortgeschritten ist. Which is just a flat plane with a texture that, as you can see. Das meine ich, wenn du in Spielen weiter rausgehst, irgendwann ändert sich ja die Darstellung der Grafik und dann hast du im Grunde nur 2D-Modelle, was du ja siehst. Das sieht ja absolut dumm aus. Die Frage ist ja nur, wie viele Bugs wann hat man gefeiert, dass sich die Bäume und Blätter bewegen. Also der Satz, der ist Premium, auf jeden Fall. Wie viele Bugs da sind. Ja, man hat das früher gefeiert, dass Bäume sich einfach bewegen. Also selbst diese 2D-Bäume. Einfach, dass die hin und her wackeln, das war schon geil, ne? Weil man kennt es ja noch, dass das halt nicht so war. Nee, meinte ursprünglich dann, wie viel Bugs dann durch die Engine 5.1 dann auch entstehen. Das weiß man halt nicht, ne? Also, ich meine mal, boah, ey. Ja, das hat man gefeiert. Ist halt die Frage, ob da so viele Bugs entstehen werden. Ich meine, die ändern das ja von dem Detailgrad oder wie das berechnet wird auf Entfernung. Ich meine, selbst der LOD-3-Baum sieht ja schon okay aus, so, ne? Does not look very nice. Der letzte Baum ist halt what a billboard looks richtig ugly. I have Unreal Engine 5 opened up, and in this environment. Ey, wie krass das aussieht, ne? So werden dann die Spiele aussehen. Das neue Witcher. Cyberpunk 2 wird jetzt nicht so aussehen, aber wird ja auch mit der Engine gemacht. Aber The Witcher 3 oder 4, das könnte ein Bild daraus sein eigentlich. Sieht schon sexy aus und dann imagine, wie das in... Ja, ich denke schon, es gibt richtig gute VR-Spiele. Ich glaube, das Horizon VR-Spiel, das soll richtig, richtig gut sein. Da gibt es auch Videos zu, wie sie das schaffen, dass das so gut aussieht. Weil wir gucken ja mit unserem Auge auf einen bestimmten Punkt und da soll übrigens das Sony VR übelst gut sein.
Also deutlich besser als so die Konkurrenz, was Komfort angeht und auch die Technik dahinter. Weil in der VR-Brille sind Kameras drin, die sehen, wo deine Augen hingucken. Und genau das wird scharf gerendert für dich. Und der Rest ist alles so ein bisschen, ich sag mal, unschärfer, ein bisschen geblurrt. Einfach damit die das von der Leistung her so hinkriegen, dass du da, wo du hinguckst, so das schärfste Bild haben. Das finde ich halt auch schon krass. Ne? All the trees are using level of details because that was the only option. Now, es sieht doch auch aus der Entfernung gut aus, die Bäume. Aber auch, ja, ich denke schon. Also es soll wohl somit das beste VR-Headset sein, was es so gibt. Und das kostet ja bei weitem nicht so viel wie Oculus Rift und ach, was es nicht alles gibt für Scheiße. now, if I move my camera far away, Das ist krass. Jetzt siehst du, wie sich die Bäume ändern. you can see that the trees change LODs until they are using Und das soll es dann nicht mehr geben. Das ist halt krank. billboards. And the transition looks pretty bad. Notice how even the shadows disappear because billboards only block light if it's facing it. Ja. Now in Unreal Engine 5. Ja, wie gesagt, ich glaube, da bist du mit einem PlayStation-Headset ganz gut bedient, ehrlich gesagt, weil das soll von der Qualität deutlich besser sein als das, was du so für einen PC bekommst. Das kostet, ich weiß es gar nicht, 300-400 Euro oder so, bin ich mir nicht sicher. 5.1, we finally get nanite foliage. To enable nanite on foliage is pretty simple. You want to open up the static mesh, and within here, make sure enable nanite support is turned on, and this is unique for foliage. Select preserve area. That's how if we aren't too far away, the object won't disappear. And then press apply changes. I went ahead and did the exact same process to all the trees in this environment. Das sieht jetzt Now gut when aus. the camera flies away, So, what the fuck? Sieht einfach so aus wie vorher. there is no LOD transitions or billboards. The trees retain the same quality as if they're being viewed up close, and the shadows do not disappear at long distances. There is no loss in performance. In fact, we gained an extra 5 frames, so it is more performant than LODs. So nanite Also die machen eine neue Technik. Also ist ja prinzipiell ganz geil. Die machen eine neue Technik, was nicht mehr Ressourcen kostet und dir sogar mehr Frames gibt, weil da nichts umgerechnet werden muss. Das ist schon strong. not only looks better, it runs better in certain scenarios. Here's another example showing the power of nanites. This is what it looks like without nanites. The level of detail is noticeable because you can see that in the distance, the trees are just textures. Also, the lighting is casting incorrect shadows. And this is the same environment, but with nanite enabled. The trees far away are no longer being faked by inaccurate textures. All the trees are real geometry. This is the same environment, but with nanite textures. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Hier siehst du mal diese schwarzen Bäumchen und sowas. Also, the lighting is casting incorrect shadows. And this is the same environment, but with nanite enabled. Das sieht The schon trees krass far aus. away are no longer being faked by inaccurate textures. All the trees are real geometry that exists in the world, and we did not lose any performance. I wanted to push the limit of nanite foliage, Guck, so I created a das finde forest ich that heftig, is ne? 4 square kilometers. In total, there's over 100,000 trees in this environment, and I'm still getting decent performance. And as a reminder, Das sind 50.000 mehr, als es in echt noch gibt wahrscheinlich. So gefühlt. Das sieht krank. Also das ist tatsächlich, das sieht übelst krank aus. this is all in real time. This level of density was only possible in pre-rendered movies. Also, it makes life easier. We don't need several different versions of an object for LODs anymore. On top of nanite, Das könnte theoretisch auch einfach ein Foto sein. Und die verarschen uns. Das ist gar nicht in einer Engine gemacht, das ist einfach nur ein Foto. Und die sagen, ja, guck mal, das haben wir mit einer Engine gemacht. foliage now interacts with light accurately. In real life, light passes through or bounces inside of leaves, Das creating sieht so subsurface krass aus, scattering. ne? Okay, das ist ein bisschen weird, dass der eine, also der hier aus dem Blatt rauskommt, aber Natur ist Natur. Die macht immer crazy things. Previously, this did not work with UE5's lighting, but now it does. This is foliage in Unreal Engine 5.0. Notice how the shadows are way too dark and unrealistic. And here's foliage in Unreal Engine 5.1. Foliage in Unreal Hä? Okay, das ist schon dunkel hier an manchen Stellen, aber das sieht halt schon sehr gut aus. Engine 5.0. 5.0.
Notice how the shadows are way Jetzt ist too halt dark einfach and alles ein bisschen heller. unrealistic. And here's foliage in Unreal Engine 5.1. Now light is passing through the leaves and illuminating the ground, which looks a lot nicer. This is a subtle change, but it does make a big difference. Auf was die They achten, also ne? added nanite landscapes, but it Dass is das feature Licht durch incomplete die and Blätter still in kommt. early access. Hopefully in the next version of Unreal, we get proper nanite landscapes. Of course, foliage is not the only major change. When Unreal Engine 5 released, it introduced a new lighting system called Lumen, which gave us high-performance dynamic bounce lighting. And while it was revolutionary, krass. there was one big issue, and that is it did not work with translucent materials. So glass and water reflections were pretty much broken. It was so bad that I was recommending people to not use glass, since the reflections were completely different from the environment. Right now, I have a previous Unreal Engine version open up, and this house's windows reflections make no sense. You can see that we're getting reflection from nowhere, and same thing for this glass jar. And this is the same environment in 5.1. Ja. But you will notice that there is no change yet in the reflections. And that's because we have to go into our post-process volume and Das stimmt under schon. reflections, lumen reflections, make sure high quality translucency reflection is turned on. Now we get a one-to-one reflection with our environment. We can better see this in the glass cupboard. There is an accurate reflection of the room. Das sieht dann aber schon anders wild aus, ne? Wobei man auch sagen muss, das ist ja im Grunde, was auch Raytracing kann. Das Ding ist, das ist nicht mit Raytracing gemacht, das ist vorgerendert. Das hättest du dann im Spiel auch vorgerendert. Wenn das mit Raytracing gemacht werden würde, ist kein Wunder, dass du dann eine 40er Karte brauchst oder irgendwann eine 50er, 60er Karte oder was AMD dann auch rausbringt. Weil das alles in Realtime zu berechnen ist halt. Aber ist das hier, das ist eine Lampe, war die auch da? You can even see the table and windows Weiß ich within that nicht. reflection. The only downside is that the setting. Ganz ehrlich, guck mal, wie das hier sich spiegelt. Ist ja auch, ist nicht 100% akkurat. Ja, gut, das ist halt Meckern auf hohem Niveau eigentlich, ne? Aber ist schon sehr realistisch. Das ist halt echt really krank. Also das Has a ist. lower performance, so there is a cost, but nothing is free, and now reflections work. Water isn't broken anymore because of this new Wasser sieht hier richtig kacke this aus. update. To get true reflection, we would have to use planar reflection and then manually move it to line it up Und da siehst du einen with the Unterschied. water. Now I can just enable So translucent sieht das to jetzt get aus. realistic water reflections Das ist halt, without having to use a reflection capture. This also fixes reflections for large bodies of water. das Notice ist how krass. on the side of the viewport, we have weird reflections. This is because by default, Unreal is using screen space for translucent reflections. So that's why we get this artifacting. And to get rid of it now, just within the post-process volume, activate high quality translucency reflection. So now we get accurate, large Einfach body reflections without any Bach und artifact. Wind hat kein Also, Wasser besides so lumen stark reflections working with glass and water, Naja. global Schon, aber es ist ja theoretisch Wind da. Weil die Bäume bewegen sich ja auch irgendwo, ich weiß nicht, ob das in diesem Video war oder in einem anderen, wird auch mal gesagt, dass der Wind, der wird mitberechnet. Und wenn die Bäume sich bewegen, bewegt sich das Wasser auch. Ich glaube, das war das Video? War das mit dem Berg? Weil da ja sonst nichts ist, aber Wind wird trotzdem berechnet. Das ist halt schon krank, ne? illumination Auf was has man seen achten muss. massive improvements. Lumen now has a much more accurate bounce lighting because it is bouncing light from the object's surface instead of a voxel approximation. What this means is that our environment is indirectly illuminated more and there's less noise. Right here is a simple room with a point light in the old version, and here it is in 5.1. The shadows are more illuminated, and we got rid of the weird occlusion in the corners. Here's another example of just indirect sky lighting in version 5, and here it is in 5.1. You can tell that the secondary bounces are more accurate and powerful. And finally, there's a lot less noise when using emissive materials. In this example, there's a lot of noise when I move the light around. And here it is in 5.1. There is no noise. You can't even tell that this is real time. It looks path traced. Lumen wasn't the only lighting system that got improved. Now the path tracer supports sky and atmosphere. Das Path Tracing, das kommt jetzt noch ich glaube am 12.04. kommt das in Cyberpunk. Da gab es schon Tests zu. Das ist dann auch für eine 4090 zu viel. In 4K.
Make sure your post-process volume under path tracing, reference atmosphere is enabled. Also, path tracing now finally supports decals and light functions. Also geil sieht's For those aus, who das want auf to jeden use Fall. traditional light baking, the GPU light mask has seen massive improvement. First off, the light mask works. At release, it was crashing, but now since it is more stable, the quality of the lighting is better, and the denoiser has improved in dark areas. Also, the GPU light mask now supports sky and atmosphere right out of the box. Besides lighting, there's also an interesting change to how large Unreal. Wenn das mal so aussieht. Schon krass. Also, stell dir mal vor, so ein Spiel, Unreal Engine 5.1, 5.2, was auch immer da noch kommen wird. Du hast eine Stadt, die sieht so aus und du kannst, keine Ahnung, einfach auf dem Highway fahren oder in den Straßen rumlaufen. Dann, ja, denn ganz ehrlich, scheiß auf draußen. Das Einzige, was draußen dann für einen Vorteil hat, kostet keinen Strom. Es ist heftig einfach. Also, wenn man mal überlegt, wenn man sich mal so ein Doom anguckt, die Grafik, die man da genommen hat, oder auch ein Resident Evil 1 oder 2 oder 3, wie kacke das noch aussah. Und damals sah das ja gut aus. Oder Metal Gear Solid 1. Und guckt, wo man jetzt gelandet ist schon. Ich meine, selbst ein The Last of Us sieht insane krass aus. In past versions of Unreal, if you are really far away from the world origin, Unreal Engine starts to break. For example, I'm in Unreal Engine 4 and I'm very far from the origin. The widgets are starting to break apart. Also ich gehe mal raus, Frau, dann kommst du wieder, Mann. Weiß nicht, vielleicht in so 15 Stunden. Ja. Das ist Unreal Engine Unreal 4. can't calculate what is happening that far away. Now in 5.1, the recommended area for an environment has expanded from 22 kilometers to 88 million. Einfach mal so. Das, was berechnen wird, von 22 Kilometer auf 88 Millionen Kilometer. Who gives a fuck about that? Also, weißt du, man hätte ja auch denken können, okay, 220. Nö, einfach 88 Millionen, scheiß drauf. Kilometers. So what as you can guess, we can create some pretty large worlds now. And finally, the last major change of note is animation with the sequencer. Ganz ehrlich, ich will dieses Spiel, egal was es ist, ich will es haben. Animating anything in Unreal is done in the sequencer with keyframes. And if you want to move a sequence of keyframes earlier or later in the timeline, you have to select each one individually. For example, let's say maybe I want this ship to fly off earlier. What I'm going to have to do is hold down Shift and select every single keyframe and then move them back. That's how the animation starts. Am besten The ship Koop. is already. Wie easy das aber auch für Entwickler ist, so eine Szene einfach zu inszenieren. Ne? Die müssen nicht mehr alles einzeln machen. Die können einfach sagen, jo, die haben ihre Keyframes, die nehmen die, setzen alles ein Stück nach vorne, dann fliegt das einfach früher los. Ich glaube, das war auch mal ein bisschen anders. Da mussten die alles neu machen oder so. Weiß ich nicht, da bin ich nicht so drin, aber es ist halt einfach krass. Aber so ein Spiel, boah, ich will. Gib. 5.1 makes this process a lot easier with layer bars, which Noch make einfacher. retiming Mit keyframes Layer. a breeze. Instead of selecting each. Achso, mit den Keyframes war scheiße. Jetzt haben sie Layer, es geht noch einfacher. Okay. Ja, das wäre krass. Sieht nicht nach Mass Effect aus, aber ist mir egal, was es ist, ich will es haben. Individually, I can select the bar as a whole, which will move all the keyframes of the object with it. So with one click, I can retime the animation. That's how. Das heißt, das Schiff ist im Grunde ein Layer. Wenn er jetzt auf Delete drückt, dann ist das ganze Schiff einfach komplett weg. Oder ein Future Anno, das kann natürlich sein. It's sooner instead of selecting all of them. Those were all the most 30, important major 72, changes of Unreal 71. Engine 5.1. Nee, geht ja Now, auch this nicht. is just my Ach, keine opinion. Ahnung. Of course, there are hundreds of other 30, new features 60. and bug fixes. So if you are curious, I recommend you check out the release notes in the description below. If you want to keep up to date with everything. Ganz ehrlich, das ist doch eine Hütte, die gibt's da irgendwo. So einfach ein Foto. Unreal Engine, make sure to subscribe to this channel. Unreal is more important than ever. Alter.
Das ist safe ein Foto aus Tokio. Ich meine, der Vorteil, der natürlich entsteht, wenn jemand wie Epic sagt, okay, wir machen so eine Engine, die ganzen anderen Developer, die müssen keine Engine mehr machen und Geld dafür ausgeben. Die zahlen was dafür, wobei die ist free, glaube ich, die dürfen sie einfach benutzen. Und cool ist. Und viele Spiele, die rauskommen, sind in der Engine. Die werden wahrscheinlich qualitativ sehr unterschiedlich sein, aber ein Witcher, ein Cyberpunk, kann ich mir vorstellen. Because half of all announced next-gen games are being made on UE5. There's no better time to learn Unreal Engine than now. Luckily for you, I have an entire free course right here on YouTube, which goes over all the essentials to learn UE. Ja, alle rein You can da, check it out lernen, in the machen. description below. In den nächsten 60 Sekunden werde ich dir alle... Das ist krank. Also das ist echt heftig.